So, also. Nein, ich sag schon wieder so, also. Das sind die meistgesagten Wörter in meinen Videos. So und also. Neues Video, ein neuer Tag. Es regnet wie die Hölle, aber wir schrauben natürlich wieder. Heute geht es um den Wagner Tuning Ladeluftkühler Kit für den FK8. Da haben wir jetzt glücklicherweise noch eins bekommen, allerdings sind die schon wieder ausverkauft. Also wenn ihr das haben wollt, ab 26.06. sind die wieder laut Wagner auf Lager. Vorbestellen könnt ihr natürlich trotzdem jederzeit. So, zum Thema, warum überhaupt Ladeluftkühler. Ich möchte mit dem Auto auf über 400 PS. Das würde theoretisch gerade so reichen ohne Ladeluftkühler mit den Sachen, die wir jetzt schon verbaut haben, also Eventuri, Downpipe, Abgasanlage. Aber ich will ja nicht am maximalen Limit von dem fahren, was das alles kann. Also ich will ja nicht über die Rennstrecke peitschen mit ewig heißer Ansaugluft-Temperatur, sondern wir auch irgendwo wieder ein bisschen kühle Luft reinkriegen. Und dafür ist der Wagner Tuning Ladeluftkühler einfach sehr, sehr, sehr gut. Hier haben wir das gute Stück. Wagner Tuning Ladeluftkühler Kit ist also nicht nur ein Ladeluftkühler an sich, sondern mit Schläuchen, Schellen und Luftleitblech, was nachher vorne in die Frontstange eingebaut wird. Ich nehme mal an, das wird reingeschraubt, so wie beim Focus RS. Aber ich würde sagen, wir gucken mal rein, was da alles dabei ist, dann brauche ich nicht alles erklären. So, Luftleitblech aus Metall, nicht aus Carbon. Das heißt, wenn Steinchen dagegen fliegen, zerfetzt es uns schon mal nicht. Schellen- und Kantenschutz. Hier haben wir Garantie, Clothing, ein paar Aufkleber und eine Einbauanleitung. Das Teil hat übrigens kein TÜV, kann aber womöglich über eine Einzelabnahme eingetragen werden. Habe ich noch nicht ausprobiert, sollte aber rein theoretisch gehen. So, Ladeluftkühler. Sodle. Da fliegen mir gleich schon Schläuche entgegen. 5-lagig. Hält also schon mal ein bisschen mehr Ladedruck aus als Serie. Und ein Lob an Wagner hierzu, das ist alles sehr geil eingepackt. Und ich fühle mich gerade irgendwie so wie in einem Unboxing-Video. Wir gucken uns das jetzt an, wie auf YouTube ein Unboxing. Leicht daran, dass da was auspackt. Richtig, man weiß es nicht. Ups. Kurz noch als Info für euch. Wagner stellt ja verschiedene Serien an Ladeluftkühlern her. Performance Ladeluftkühler, Competition und Evo. Das hier ist jetzt ein Competition Ladeluftkühler Kit. Aber gucken wir uns das doch einfach mal an. So. Der Wagner Ladeluftkühler hat Gusskästen an den Seiten, nicht wie der Originale, der hier aufhört mit 2 Schraubverbindungen, sondern hat Gusskästen, die die Führung in Richtung Motorraum reinführen. Ein- und Ausgang logischerweise. Schätzungsweise würde ich da 60, 65 mm ansetzen für den Lochdurchmesser, was da reinführt. 3,5 Zoll Blei würde ich schätzen. So. Ich glaube, wir haben inzwischen mehr ausgepackt als umgebaut. Würde ich sagen, machen wir nicht lange. Versuchen mal den Originalen auszubauen, denn das ist ein ganzes großes Stück Arbeit. Wir müssen die Frontstange natürlich abnehmen, man kann nicht von unten montieren, so wie beim Focus RS etc. Deshalb machen wir jetzt das mal ran. Mich auch. Und? Warte. Denkt schon den Schlauch. Gerne drauf, ne? Kurzer Vergleich von Serie zum Wagner Ladeluftkühler. Das ist der Serien-Ladeluftkühler, wie ich vorher schon gesagt hatte, wird der einfach nur mit 4 Schrauben hingeschraubt. Der Serien-Ladeluftkühler ist ungefähr halb so dick und etwas kleiner als der Wagner Ladeluftkühler, wiegt aber auch dafür nichts. Also das Ding wiegt nichts im Vergleich zum Wagner. Der Wagner ist wirklich schwer. So, jetzt kommen wir kurz ins Auto. Zuerst mal Demontage der Frontstange, war recht einfach. Die ist nur hier mit Schrauben befestigt, hier geklippt und hier geklippt. Ganz einfach mit einem Plastikkeil, wie ich einen benutzt habe. Amazon, 10 Euro. Straight Panel Remover. Ist eigentlich für den Innenraum gedacht, aber funktioniert genauso bei Karosserieteilen.
Eins, was ihr aufpassen müsst bei der Frontstange abzunehmen, Nebelscheinwerfer müssen ausgesteckt sein. Steckerchen hier. Und die Wischwasseranlage für eure Scheinwerfer, die muss auch ausgesteckt sein. Ja, ansonsten haben wir hier jetzt die Durchführung, wo die Ladeluft herkommt, vom Turbo. Das ist ganz cool gemacht von Honda, denn das ist ein Aluminium-Gussteil. Das heißt, ihr habt eigentlich schon ein Hardpipe-Kit ab Werk verbaut. Jetzt verbauen wir Schläuche statt Aluminiumguss. Aber was soll's. So, Ladeluftkühler ist verbaut und das war für jemanden wie mich, der es nicht so oft macht, ein relativ schweres Unterfangen. Allerdings muss ich sagen, es sieht schon ziemlich geil aus. Der passt ziemlich gut rein, wenn man ihn mal drin hat, der Ladeluftkühler. Die Schläuche haben innen drin noch so eine schöne Nut, wo man das auf den Ladeluftkühler schieben kann, sodass alles perfekt passt. Schellen anziehen und sauber ausrichten die Schläuche, damit es beim ersten Ladedruck nicht runterfetzt. Und dann ist es eigentlich schon alles fertig. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber wäre so ein bisschen in Eile gewesen. Deshalb gibt es heute nur eine kleine Erklärungsrunde. Wenn ihr Fragen zum Ladeluftkühler habt, schreibt sie in die Kommentare. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.